In diesem Video mag ich dir erklären, was eigentlich die viel zitierten Täterintrojekte sind. Also dieser Begriff, den ich im Kontext von Traumaheilung und meiner Selbstbegegnungsarbeit immer wieder mal erwähne. Also erstmal bedeutet ein Introjekt, das ist ein übernommener Anteil einer anderen Person und der wird deswegen Introjekt so erlebt, wie wenn er zu einem selber gehört, also wie wenn das dein Anteil ist. Und genau daraus kannst du schon erkennen, was das Problem ist. Das heißt, es entstehen Verstrickungen mit übernommenen Anteilen, die von Tätern, von Traumatätern kommen, Vater, Mutter, Traumatäter im Sinne von, ja, wo du emotionalen, physischen, sexuellen Übergriff erlebt hast. Das heißt, du Gefühle gefühlt hast, die eigentlich, ja, dem Traumatäter zugeschrieben werden oder dich davor geschützt haben, das zu fühlen, was ja, dich dann das mindestens emotionale Überleben gekostet hätte oder auch das Physische. Also gerade im Kontext von Todesangst, ganz viele Menschen, die dann ja so eine Todesangst fühlen, die sich dann wie auch immer zeigt, zum Beispiel im sich verstecken oder wirklich Angst haben zu sterben, dann damit gekoppelt ist, wenn diese Angst mal bestand. Und das entsteht eben ja unbewusst in der Kindheit, kann zum Beispiel auch durch Nachahmung entstehen. Also wenn wir das bei Traumatätern sehen, im Kontext von emotionalen Missbrauch, Narzissmus zum Beispiel, dass uns da immer jemand klein gemacht hat, weil er sich selbst viel größer gemacht hat, als er oder sie war und wir das dann gelernt haben. Ja, es ist besser, uns selber klein zu machen, weil dann verlieren wir dann bleibt zumindest diese Illusion des ja, großen Vorbilds im Außen, der großen Mutter, des großen Vaters, der starken Mutter, des starken Vaters, der oder die sie aber nicht waren. Und wir machen uns dann selber klein, also spalten uns von uns selber ab. Und das ist natürlich heute ein Problem, wenn du ein authentisches Leben führen möchtest, ein authentisches Selbst. Weil das ist dann deine Identifikation. Du denkst dann, du bist so. Du hast diese Angst, du bist so klein, obwohl du es gar nicht bist. Und andere spiegeln dir was anderes. Und dann entsteht eine Ambivalenz, die dann nochmal diese Abspaltung eben verstärkt. Und oftmals ist es auch mit Überwältigung in Zusammenhang zu bringen. Das heißt, wenn wir uns überwältigt gefühlt haben, emotional, physisch, dann war das eine wichtige Traumaüberlebensstrategie. Und für die darfst du dich heute selbst ja, liebevoll annehmen und wertschätzen. Aber meistens ist es halt so, dass wir dagegen kämpfen und uns dann eben all die Probleme dann durch diese Traumaüberlebensstrategien kreieren, die wir dann haben. Zum Beispiel Geldmangel, toxische Partnerschaften, you name it. Das heißt, es ist eine verinnerlichte Haltung oder eine Stimme, die wir übernommen haben. Meistens auch in Kombination mit Glaubenssätzen. Ich schaue hier immer ein bisschen aufs Handy, weil da habe ich die Notizen drauf. Oder halt Verhaltensweisen, die wir uns abgeschaut haben, die wir gelernt haben, okay, wenn ich das so mache, dann bin ich sicher, dann werde ich emotional und oder physisch überleben. Meistens eben im Kontext von Gewalterfahrungen oder auch bei Abwertung von emotional übergriffigen Elternteilen. Das heißt, du als verletzte Person übernimmst dann die Perspektive des Täters intrapsychisch, also in dir selbst verhältst du dich so wie der Täter und bist dann letztlich Täter an dir selber. Du sabotierst dich selber, du verletzt dich selber, manchmal auch physisch, zum Beispiel bei selbstverletzendem Verhalten oder eigentlich fast immer emotional. Also wir machen es uns viel, viel, viel schwerer, als es eigentlich sein müsste, weil wir immer noch diesen alten Schattenkampf kämpfen. Und deswegen ist es so wichtig, in der Traumaarbeit, in der Selbstbegegnungsarbeit diese Täterintrojekte zu erkennen, zu identifizieren, loszulassen und ja, die Abgrenzung, die Wut, die meistens unterdrückt ist, den Hass, die Verachtung dem Traumatäter gegenüber auszudrücken und zurückzugeben. Das heißt, dieses Gefühl, das blockiert ist, fließen zu lassen. Und das braucht deine Eigenverantwortung. Das heißt, nur wenn du dir erlaubst, dich traust, die Stärke hast, dorthin zu gehen, und das geht natürlich nur in einem sicheren Setting, und genau diese Räume kreiere ich in der Fühlarbeit, in den Selbstbegegnungsräumen, in den Coachingräumen, sodass du dir dort selbst sicher begegnen kannst und dort hinschauen kannst, mit dir liebevoll in Kontakt gehen kannst und lernen kannst, was zu dir gehört, was nicht, die ganzen Geschichten loslassen kannst, die du dir vielleicht erzählst, wenn du stark im Kopf bist, wo du dir immer wieder erklärst, warum, weshalb, wieso, aber du merkst, eigentlich bist und bleibst du von dir selber abgespalten und führst Beziehungen, die dich nicht glücklich machen. Das heißt, was dich damals geschützt hat, also dein psychisches oder emotionales Überleben gesichert hat, durch die Identifikation mit einer übermächtigen Figur, zum Beispiel die übermächtige Mutter oder der übermächtige Vater oder der übermächtige Traumatäter, der dich unterdrückt und klein gemacht hat, verletzt hat, hat dich damals geschützt und sorgt aber heute dafür, dass du das selber machst.
Du merkst es nicht und kämpfst damit gegen dich selber und wirst es nicht los, weil du denkst, du hast es internalisiert, du denkst, es gehört zu dir. Und dazu ist diese Arbeit eben fähig, das zu identifizieren, was sie so kraftvoll macht. Da gibt es dann zum Beispiel so einen Satz: Wenn ich so bin wie sie oder er, wie der Traumatäter, dann bin ich sicher. Oder auch übernommene Stimmen wie, ja, wenn du immer gehört hast, du bist wertlos, dann erzählst du dir das heute selber: Ich bin wertlos. Du musst dich anpassen, ich muss mich anpassen. Du bist selbst schuld. Ja, ich bin schuld, ich bin nicht richtig, ich muss was verändern. Aber es ist gar nicht so. Und daraus entsteht dann Selbsthass. Ich habe ganz oft diese Themen von Selbsthass, Selbstabwertung, Selbstverachtung, Selbstsabotage, extremes Misstrauen. Alle Missbrauchsthemen laufen genau darauf zurück, dass wir uns eigentlich selber misstrauen und Angst haben vor Nähe oder vor Emotionen. Ich habe das in meiner eigenen Arbeit vor 2 Wochen auch erlebt. Da hat ganz von Anfang, ich habe mir ja da die Beziehung zu Geld angeschaut, auch eben genau das total verunsichert, als das Verhältnis von meiner Aufstellungsleiterin und von mir als Aufsteller, als wir uns verändert haben, als einer größer war oder kleiner war als der andere, als wir uns vor und zurück bewegt haben. Das hat meinen inneren Anteil total unsicher und ängstlich gemacht und ja, letztlich dafür gesorgt, dass wir das Vertrauen in uns selbst verloren haben. Das heißt, das machen wir heute selber, diesen Nähe-Distanz-Tanz, durch diese Abspaltung von den eigenen Emotionen. Also sprich, auch von unseren Bedürfnissen, wenn wir zum Beispiel dann ja, vermeiden, Schuld, Scham, Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht fühlen, da geht's weiter. Weil es hat nichts mit Schwäche zu tun. Da ist eine Bedürftigkeit, ja, der innere Kindanteil ist bedürftig und heute darfst du diesem Anteil das selber geben, um das Täterintrojekt loslassen zu können. Das heißt, es geht nur mit der Eigenverantwortung und dem Aussteigen aus dem Kopf und rein ins Fühlen. Warum übernehmen jetzt traumatisierte Kinder Täterintrojekte? Also das hat was mit unserem Bindungsbedürfnis zu tun und der Bedrohung, die wir erlebt haben. Das heißt, wir haben selber das irgendwie versucht auszugleichen, wenn uns unsere Bezugsperson, die uns eigentlich hätte schützen sollen, uns missbraucht hat. Dann haben wir selber irgendwie versucht, diese Rolle zu übernehmen. Und es blieb nur eine Lösung. Ich musste mich von mir selber abspalten und mich mit dem Täter identifizieren, um mich selbst zu retten. Damals war das notwendig und heute hält es aber das Problem aufrecht. Das heißt, es ist jetzt die Überlebensstrategie. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, wenn ich glaube, dass ich schlecht bin, dann kann ich den anderen idealisieren. Das, was ja auch beim Narzissmus immer der Fall ist. Narzissmus, Konarzissmus. Und damit die Bindung sichern, aufrechterhalten, was sonst unmöglich gewesen wäre. Woraus dann eben ängstlich vermeidende oder ambivalente Bindungsmuster entstehen. Weil es sich halt sicherer anfühlt, ja, wenn ich mich selber abwerte, als wenn ich der realen Gefahr ins Auge schauen muss und erkennen muss, eigentlich wurde ich abgewertet, eigentlich wurde ich missbraucht, ich wurde verletzt. Aber heute als Erwachsener kannst du das, weil deine gesunden Anteile dich dabei unterstützen. Und die Trauma-Überlebensanteile sind halt die, die noch in den alten Mustern feststecken. Das heißt, das ist der Schlüssel, diese Täterintrojekte zu entlarven, damit wir die loslassen können, damit wir erkennen können, was gehört zu uns. Du kannst erkennen, was gehört zu dir, was nicht. Und kannst damit die Beziehung zu dir selber stärken, damit du auch im Außen dann die Beziehungen führen kannst, die du dir wirklich wünschst, die nährend sind, die gesund sind, die dich stärken und nicht weiter an toxischen Beziehungen festhalten musst oder im Mangel bleiben musst. Das heißt, dann wird auch die Reinszenierung von diesen ganzen Täterdynamiken in Beziehungen überflüssig. Du brauchst dann dieses Trauma-Überlebensmuster nicht mehr, musst dich nicht mehr klein machen, anpassen. Ganz viele von uns sind Giver und dürfen aber lernen, Taker zu werden, also geben mehr, als sie nehmen, wollen erst anderen helfen, bevor sie sich selbst helfen lassen. Das ist ein ganz großer Schlüssel dabei. Das heißt, der innere Kritiker oder der innere Tyrann ist dann eigentlich wie so ein ja, innerer Täter. Also du bist Täter dann an dir selber und das hören wir nicht gerne. Wir beschäftigen uns nicht gerne damit, wenn wir selber Täter sind, weil das erfordert, uns mit der Schuld, mit der Scham, mit der Angst, mit der Ohnmacht zu beschäftigen. Und dann projizieren wir die lieber im Außen, zeigen mit dem Finger auf anderen, weil da sehen es wir ja und verhalten uns gleichzeitig wieder wie der Traumatäter und sind selbst Täter an uns selbst, obwohl wir eigentlich gar nicht Täter sein müssten. Aber wir haben es gelernt. Dafür ist eben dieser sichere Rahmen notwendig. Auch ein langsames Tempo, traumasensibel, dass du das in deinem Tempo machen kannst, das in Kontakt bringen kannst, was gerade möglich ist. Deine gesunden Anteile bestimmen, wozu du fähig bist.
Und die Trauma-Überlebensanteile, die bestimmen, wie weit du eben gerade gehen kannst, weil die schützen dich. Die wissen, wie es geht. Die können das, die haben das perfektioniert. Da brauchst du keine Angst haben. Genau. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Externalisierung. Das heißt, wir externalisieren dann bestimmte Dinge, die wir halt selber nicht fühlen wollen und projizieren sie dann eben auf andere. Das ist aber dann halt eine übernommene Stimme, nicht die eigene Wahrheit. Und damit zweifeln wir dann an uns selber. Es gibt einen intuitiven Anteil, der spürt das, dass es nicht zu dir gehört, aber es fehlt der Beweis. Und damit bleibt dieser Kampf bestehen, aber halt im Innen, mit dir selber. Und da helfen halt ja, verschiedene Arbeiten, zum Beispiel die Teilearbeit, Anteilearbeit mit Ego-States und andere Methoden, wie eben die Selbstbegegnungsarbeit, die ich anbiete, um diese Täterintrojekte als eigenen Anteil zu erkennen, also den eigenen Anteil zu dir zu nehmen und den übernommenen Anteil dem Traumatäter gegenüber in Kontakt zu bringen und das Gefühl, das Unterdrückte, das oftmals eine Wut, ein Hass, eine Verachtung ist, auszudrücken oder auch eine Ohnmacht zu fühlen. Also das zu transformieren, anstatt es weiterhin zu bekämpfen, weil was dann passiert ist, wenn du es nicht mehr bekämpfen musst in dir. Wie hat's der Missbrauch, der Anteil Missbrauch in meiner letzten Arbeit ganz, ganz deutlich gezeigt? Ich bin wie ein riesiger Gastank in dir, der dich um die ganze Welt bringt. Das heißt, da steckt diese riesengroße Power, die du in dir trägst, wenn du nicht mehr gegen dich selber kämpfen musst. Dann steht auf einmal diese Energie zur Verfügung, dass du wirklich im Außen Erfolge erzielen kannst, gesehen wirst, anderen Menschen helfen kannst, und zwar auf einer tiefen Ebene. Menschen, die bereit sind, in die Eigenverantwortung zu gehen, sich selbst zu helfen. Du musst es nicht mehr aus diesem Retteranteil tun oder dem Anteil, der vielleicht eigentlich noch hofft, selbst gerettet zu werden, sondern du kannst es aus dem aktiven, selbstverantwortlichen Teil heraus tun und hast auf einmal so viele Ressourcen, die du vorher immer versucht hast, irgendwo im Außen aufzubauen oder das, was dich scheinbar lähmt, loszuwerden, was aber nicht geklappt hat. Und auf einmal wird es leicht. Da ist diese Leichtigkeit, dieser Energiefluss, diese Liebe, die Fülle, von der wir immer sprechen. Und zwar durch Verständnis, das du für diese Thematik entwickelst, dir selbst und deinen inneren Anteil gegenüber, weil das sind deine Anteile. Solange du gegen diese Anteile kämpfst, kämpfst du gegen dich selber. Und das darf sich verändern, damit du diesen, ja, eingenommenen Anteilen, diesen besetzten Anteilen, das ist der Begriff, den ich gesucht habe. Das ist wie so ein bisschen vom Teufel besetzt, dass du die identifizieren kannst und loslassen kannst und merkst, das ist gar nicht deins, es kommt gar nicht von dir, sondern das ist übernommen. Und dann können diese Anteile neue Aufgaben übernehmen in deinem System durch Mitgefühl dir selber gegenüber. Und das Wichtigste für dich als Betroffener dabei ist, das mag ich dir nochmal ganz, ganz stark betonen am Ende dieser Videobotschaft, dieses Impulsvideos, du bist nicht kaputt. Also du musst nicht repariert werden, sondern du bist genau okay so, wie du bist. Du bist genau richtig, wie du bist. Aber du darfst erkennen, wo du gegen dich selber kämpfst und wo du an etwas festhältst, was dir heute nicht mehr dienlich ist. Und das ist mit Schmerz verbunden, nämlich den Schmerz fühlen, der damals unsicher war, den du vermeiden musstest, um zu überleben. Deine Psyche hat nämlich alles getan, um dich zu schützen und die versucht es auch heute noch, aber heute wirkt es eben gegen dich, weil die eigentliche Bedrohung in aller Regel nicht mehr da ist, nur solange wir sie eben aufrechterhalten. Also was früher eine Lösung war, ist heute das Problem und darf gehen. Und mit der Erkenntnis, dass diese Stimme nicht deine Wahrheit ist, die da in dir ist, sondern etwas, was vom Außen übernommen ist, das bringt dir im Endeffekt ja, die Erlösung, die Transformation, die Heilung, in der wir dann auch in diesen Räumen, in den Fühlräumen, in der Selbstbegegnungsarbeit, im traumasensiblen Coaching miteinander arbeiten können.